Es ist kurz vor Mitternacht. Der letzte Zug fährt durch die Nacht. Marie sitzt allein am Fenster. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Der Zug wird langsamer, dann bleibt er stehen. Draußen ist der Bahnsteig leer, kein Mensch ist zu sehen. Marie schaut aus dem Fenster, plötzlich leuchtet eine alte Anzeigetafel auf. Darauf erscheint ein Satz: Marie, du bist schon einmal hier gewesen. Was? Woher kennt die Anzeige meinen Namen? Ich bin noch nie hier gewesen. Auf dem Sitz gegenüber steht plötzlich eine schwarze Tasche. Vorher war sie noch nicht da. Darauf liegt ein Zettel. Finde heraus, was passiert ist. Du hast 5 Hinweise. Aufgabe 1 von 5. Der Besitzer steigt am letzten Bahnhof aus. Was ist passiert? Bilde das perfekt mit haben oder sein. Der Besitzer ist am letzten Bahnhof ausgestiegen. Richtig, aussteigen, ist ausgestiegen. Bei vielen Verben der Bewegung benutzen wir im Perfektsein. Er steigt aus, er ist ausgestiegen. Die Tasche öffnet sich, darin liegen ein roter Schal und ein leerer Kaffeebecher. Auf dem Schal liegt der nächste Hinweis. Aufgabe 2 von 5. Jemand vergisst den Schal. Was ist passiert? Mit haben oder sein. Jemand hat den Schal vergessen. Richtig, vergessen, hat vergessen. Viele Verben bilden das perfekt mit haben. Er vergisst den Schal. Er hat den Schal vergessen. Ein altes Foto fällt aus der Tasche. Darauf steht ein Mann an einem Bahnhof. Neben ihm ein kleines Mädchen. Das Mädchen sieht aus wie ich. Auf Maries Handy erscheint der 3. Hinweis. Aufgabe 3 von 5. Eine Person geht zum Ausgang. Was ist passiert? Die Person ist zum Ausgang gegangen. Richtig, gehen ist gegangen. Bei Bewegung steht im Perfekt oft sein. Ich bin gegangen, ich bin gefahren, ich bin angekommen. Plötzlich gehen alle Lichter im Zug aus, nur Maries Handy leuchtet. Aufgabe 4 von 5. Jemand schreibt einen Brief. Was ist passiert? Jemand hat einen Brief geschrieben. Richtig, schreiben, hat geschrieben. Jemand schreibt einen Brief. Jemand hat einen Brief geschrieben. In der Tasche liegt tatsächlich ein Brief. Für Marie? Nein, das ist meine Handschrift. Aber auf dem Brief steht das Datum von morgen. Wie kann ich morgen einen Brief geschrieben haben, den ich heute finde? Der Zug fährt wieder los, doch draußen scheint sich nichts zu bewegen. Auf dem Handy erscheint Aufgabe 5 von 5. Du kommst an diesem Bahnhof an. Was ist passiert? Mit haben oder sein. Ich bin an diesem Bahnhof angekommen. Richtig, ankommen ist angekommen. Du kommst an, du bist angekommen. 5 von 5. Ein verborgenes Fach in der Tasche springt auf. Darin liegt ein zweites Foto. Marie erkennt sich selbst als kleines Kind. Neben ihr steht ihr Vater. Auf der Rückseite steht: unser letzter gemeinsamer Ausflug. Jetzt erinnere ich mich. Ich bin schon einmal hier gewesen. Ich war hier mit meinem Vater. Sie ist mit ihrem Vater hierher gefahren. Sie sind gemeinsam ausgestiegen. Ihr Vater hat ihr eine Geschichte erzählt. Sie haben auf dem Bahnsteig gewartet. Perfekt mit haben, hat vergessen, hat geschrieben, hat erzählt. Perfekt mit sein, ist gegangen, ist ausgestiegen, ist angekommen, ist gefahren. Was ist passiert? Ich habe gesucht. Was ist passiert? Ich habe gefunden. Ich bin gegangen, ich bin angekommen. Haben oder sein. Jetzt erkennst du den Unterschied. Der Zug hält wieder, Marie nimmt das Foto und steigt aus. Plötzlich vibriert ihr Handy. Eine unbekannte Nachricht erscheint. Du hast herausgefunden, was passiert ist. Aber du weißt noch nicht warum. Was soll das bedeuten? Die Geschichte ist noch nicht vorbei.
Die Antwort wartet noch auf Marie. Möchtest du wissen, wie meine Geschichte weitergeht? Dann schreib Teil 2 in die Kommentare.